Zurück, Leute, wie versprochen, wir haben unseren Vlog am Start. Wir haben Nico mit eingeladen als Profi-Triathleten, Tom als Aspiranten dabei, mich als deren Coach und Ex-Profi. Ich denke, es ist eine richtig geile Kombi. Ich freue mich auf die nächsten Wochen, auf das, was kommt. Tim und Yannick haben wir auch hier als Vlog extra montags. Der Profi-Vlog am Freitag. Es geht nach vorne. Viel Spaß. Jetzt ist es mein Part, mich noch vorzustellen. Tom kennt ihr mittlerweile schon. Genau, ich bin Nico, komme hier aus Hannover und starte aktuell als Profi-Triathlet. Habe mich dazu entschieden, ja, jetzt in den nächsten 2 Jahren das Projekt zu versuchen, ja, mich da zu etablieren, eventuell auch davon zu leben. Das stellt sich in den nächsten Jahren heraus. Aber ja, ich werde es versuchen, relativ Vollzeit zu betreiben. Ich studiere nebenbei noch im Master Sportwissenschaften. Aber da ich da in den Endzügen bin, kann ich mich relativ gut auf den Sport konzentrieren. Ja, und werde in den nächsten Jahren da mein Bestes probieren, auf der Mittel- und Langdistanz ja, vorne mitzuspielen. Letztes Jahr habe ich meine erste Langdistanz in Kalmar gemacht, womit ich auch sehr zufrieden bin. Mit der Zeit und Konkurrenz war ich da gewisserweise schon konkurrenzfähig. Und genau, ein bisschen mehr über mich, über meine Story, meinen Background werdet ihr demnächst noch erfahren, und auch werden noch mehr Rennauswertungen vom letzten Jahr kommen und auch mehr Berichte, ja, wie es eventuell nächstes Jahr ausschauen wird. Bis dahin. Wird frisch, besonders nachdem er Intervalle gefahren ist. Bei mir standen heute 3 x 10 Minuten K3-Intervall auf dem Plan. Hier in Norddeutschland ist es ein bisschen schwieriger, einen vernünftigen K3-Hügel zu finden. Und wenn man das Ganze nicht auf der Rolle fahren will, eignet sich mal ganz gut. Ja, eine lange Gerade, dann kann man schauen, von wo der Wind kommt. Und wenn man die dann mit Gegenwind und ein bisschen an der Bremse spielt, kann man das auch ganz gut draußen fahren. Mit der Belastungssteuerung kann man das so schauen, dass man ja den Puls relativ stabil lässt. Plus minus 2 Schläge kann er immer hoch und runter variieren, aber grundsätzlich sollte er schon stabil bleiben, um ja, sicher zu gehen, dass man subschwellig bleibt. Sobald der Puls in der Belastung deutlich ansteigt, muss man dann schon ja, mit dem Watt runtergehen. Das ist eine ganz gute Belastungssteuerung, wenn man nicht immer Laktat nehmen möchte. Es ist Mittwoch, mittlerweile schon 18 Uhr. Das ist meine 3. Einheit heute, und heute Morgen hatte ich schon ein Swimset mit 4 Kilometern. Davon waren 800 Meter einmal ein bisschen flotter geschwommen und der Rest war relativ easy. Und danach hatte ich gleich eine Gym-Session mit Fokus Oberkörper. Und ja, genau, jetzt sind wir gerade hier auf dem 2 Stunden auf dem Rad mit 90 Minuten Fatmax bei ca. 230 bis 250 Watt, aber ich orientiere mich nach der Saisonpause immer an den unteren Werten, deshalb ja, ist es relativ entspannt noch, und wir genießen ein bisschen den Abend hier mit dem guten Licht und guter Stimmung, und dann ist der Tag auch fertig. Eine kleine Belohnung danach darf auch nicht fehlen. Das heißt, kleiner Wegkuchen für danach, frisch gebacken von heute Morgen.
Besser geht's nicht. So, wir haben jetzt gerade Sonntag 7 Uhr circa. Ich muss heute arbeiten, muss um 12:45 auf der Arbeit sein. Und genau, rein vom Trainingsupdate kann ich für diese Woche echt noch nicht viel geben, da ich auch noch keinen offiziellen Trainingsplan wieder vom Flo habe. Der Ironman auf Hawaii ist jetzt 1,5 Wochen circa her. Und genau, dementsprechend ist noch einfach so diese Off-Season oder die direkte Off-Season auch gedacht, dass ich einfach kein festes, strukturiertes Training mache. Ich werde mich trotzdem bewegen, einfach weil ich Spaß auch dran habe und dieses Training nicht nur mache, weil ich es irgendwie machen muss oder denke, dass ich es machen muss, sondern auch einfach, ja, weil es mir gut tut und besonders vor dem Arbeiten ich sehr drauf stehe, zum Beispiel ein bisschen laufen zu gehen, was ich jetzt auch gleich ein bisschen später machen werde, wenn es draußen heller ist und vielleicht ein bisschen wärmer wird, weil in Deutschland es zurzeit noch sehr, sehr kalt und dunkel ist, besonders morgens. Und genau, es werden 10, 15 Kilometer laufen sein, wie ich mich fühle, wie ich Lust drauf habe. Und dann ab nächster Woche geht es wieder ein bisschen strukturierter los mit dem Training. Auch noch keine unmenschlich vielen Stunden und keine super krassen Workouts, sondern wir fangen ein bisschen locker an. 10, 11 Stunden, aber vielleicht wird Flo dazu noch was selber sagen. Genau deshalb machen wir den Vlog. Also ihr seht, beide lassen es relativ ruhig angehen nach der Offseason. Nico hat ein bisschen die längere Offseason. 3 Wochen, 3,5 Wochen, wo Tom nur 2 Wochen hatte. Aber genau das ist halt auch das, was ich immer sage. Mit mehr Erfahrung kommt auch ein bisschen mehr Ruhe rein und man arbeitet aufs langfristige Ziel hinzu. Da arbeiten wir bei Tom noch ein bisschen dran, aber er hat schon einen sehr, sehr großen Sprung in die richtige Richtung gemacht diese Saison. Und ich freue mich auf das, was jetzt kommt, die nächsten Wochen und nächstes Jahr. Mit Freunden, ja, 2 Stunden, ein bisschen mehr als 2 Stunden Rad gefahren. Ich werde jetzt schwimmen gehen, 2,5 Kilometer werden es werden, so ein Einstiegsset. Und ich werde leider in nächster Zeit auch wohl keine Aufnahmen beim Schwimmen machen können, weil die Bademeister einen, sobald die den Kamera sehen, wahrscheinlich direkt rausschmeißen und irgendwie einen dritten Arsch geben. Was auch okay ist, kann ich verstehen. Aber dementsprechend vom Schwimmprozess an sich wird es wahrscheinlich keine Aufnahmen geben. Genau, dann mache ich mich jetzt erstmal auf den Weg. Also Leute, vielen Dank. Ich denke, das ist eine geile Vlog-Serie. Ich freue mich auf das, was in der Zukunft hier kommt. Ich habe auch einen kleinen eigenen Vlog gestartet wieder, diesmal im Englischen, auf dem Kona Endurance Channel. Also den auch gern folgen, verlinke ich mal unten. Da geht es so ein bisschen darum, dass ich gesagt habe, hey okay, ich habe den Spaß verloren am Triathlon, selber Triathlon zu machen, habe es viel zu ernst genommen, viel zu verbissen gesehen. Durch meine Krankheit, Ankylosing Spondylitis, kann ich es halt einfach nicht mehr so competitive und auf Profiniveau betreiben. Ich liebe den Sport aber so sehr und habe Bock, den ein bisschen wieder zu genießen. Und deshalb habe ich mich hier für den 73 angemeldet und versuche, die ganze Sache entspannt anzugehen und einfach mal Spaß zu haben. Also ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Und das könnt ihr auf dem Kona Endurance Channel verfolgen. Ansonsten, nächste Pro-Folge gibt es am Freitag, nächste Woche, Montag gibt es Tim und Yannick wieder und sonntags Kona Endurance Channel, eine Folge von mir. Overcome habe ich das Ganze genannt und alles klar. Subscribe nicht vergessen, Like da lassen und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.